Buongiorno und willkommen zu einer neuen leckeren Folge von Grill Coach Gerrit. Schluss mit trockenen um 10 Pulled Pork. Ich zeige euch heute meine Methode. Da gelingt es euch immer zart, saftig und mit leckerem Raucharoma. In diesem Video, da zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr ein super leckeres Pulled Pork in nur 6 Stunden zubereiten könnt. Ein Pulled Pork kann gerne mal 12 bis 18, sogar über 20 Stunden dauern. Damit ich weiß, wann mein Pulled Pork fertig ist, dann nutze ich die Texas-Style-Methode oder Texas-Krücke. Da ist mein Pulled Pork innerhalb von 6 Stunden fertig. Die Texas-Style-Methode hat nichts mit der Würzung oder mit Soßen zu tun. Hier ist jetzt nichts nach texanischer Art, sondern mit der Methode. Und diese zeige ich euch in diesem Video Schritt für Schritt. An Zutaten für meinen Pulled Pork, da brauchen wir gar nicht viel. Wir brauchen ein schönes Stück Schweinefleisch. Ich habe hier jetzt einen Duroc-Nacken, ungefähr 2,3 Kilo. Die Qualität vom Pulled Pork, die steht und fällt natürlich auch mit der Qualität des Fleisches. Also nimmt er was Gutes. Dann brauchen wir natürlich noch was zum Würzen. Ich habe hier einen Barbecue-Rub. Das ist mein Barbecue-Südstaaten-Rub. Das Video dazu, das verlinke ich euch mal hier oben. Der passt ideal zu allen Barbecue-Gerichten wie Pulled Pork, Rippchen oder dergleichen. Dann brauche ich noch eine Barbecue-Soße. Da habe ich hier die Barbecue-Soße von der Firma Born. Die hat mir die Firma Born neulich mal mit dem Senf zugeschickt. Da bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Das Video, wo ich den leckeren Born-Senf verwendet habe, mit dem Original Thüringer Rostbretel, das blende ich euch mal hier oben ein. Dann brauchen wir noch Apfelsaft. Hier habe ich was für später und zum Benetzen nochmal extra abgefüllt. An Zubehör habe ich hier noch ein bisschen Butcher Paper. Falls ihr das nicht habt, ich packe euch unten nochmal einen Link dazu rein, wo ihr das beziehen könnt. Alternativ könnt ihr auch Backpapier nehmen und umschlagt das Ganze mit Alufolie. Und damit das Ganze eine schöne Rauchnote bekommt, habe ich mir hier noch ein paar Kirschanks exemplarisch zur Seite gelegt. Im ersten Schritt, da schauen wir uns erstmal das Fleisch an und tasten das Ganze ab, dass keine Knochenreste von der Zerteilung noch dran sind. Nehmen wir uns ein Messer und entfernen hier so überschüssiges Fett. Das weiche Fett, das lasst dran, das wollen wir ja, aber wenn das ein bisschen teigig ist, schneidet das ab. Und im nächsten Schritt bin ich Fan davon, dass man das Ganze noch mit einer schönen Soße einreibt. Da könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr es ein bisschen schärfer mögt, Tabasco nehmen. Ihr könnt auch, wie die meisten nehmen, Senf nehmen. Oder auch, wie ich jetzt heute mal, die Barbecue-Soße, die ich sowieso heute verwende. Da braucht man gar nicht viel. Mache ich mir ein bisschen was rauf. Das Ganze soll einfach ein bisschen Geschmack geben. Und auch dafür sorgen, dass gleich unser Rub haftet. Dann geht es weiter mit meinem Rub. Den verteile ich mir mal ganz großzügig über das Fleisch. Na, ihr seht, da geht eine ganze Menge bei drauf. Aber wir wollen ja auch schön lecker Geschmack dran bringen. Nehmt die Seiten mit auf. Idealerweise würzt ihr das Stück Fleisch bzw. den Schweinenacken schon einen Tag vorher. Schlagt das Ganze dann in Frischhaltefolie ein und holt es dann raus. Aber ihr könnt es auch genauso machen wie ich heute, direkt vor der Zubereitung. Das sollte reichen. Jetzt geht es rüber an den Grill. Da könnt ihr nutzen, welchen Grill ihr habt. Ich nutze heute meinen Primo Keramikgrill. Keramikgrill eignet sich idealerweise zum Smoken. Ihr könnt natürlich auch so eine richtige Lok nutzen, wenn ihr sowas habt. Das ist natürlich auch richtig geil. Da müsst ihr halt regelmäßig Holz nachlegen. Ihr könnt natürlich auch, wie schon gesagt, eure Weberkugel nutzen. Die läuft jetzt nicht ganz so konstant wie so ein Keramikgrill, aber funktioniert eigentlich genauso. Des Weiteren gibt es auch so Water Smoker oder Ugly Dumb Smoker. Das sind so Fässer zum Räuchern, funktioniert auch ganz gut. Oder ihr nutzt vielleicht sogar einen Digital Smoker oder einen Gassmoker wie ein El Fuego. Ganz wie ihr wollt, da seid ihr frei. Ich bin Fan von so einem Keramikgrill, da gibt es diese von mehreren Marken. Ja, und dann legen wir mal auf. 120 Grad konstant. Dann öffnen wir mal. In die Glut, da lege ich mir jetzt 2 von diesen Kirschholz-Chunks, ein bisschen versetzt. Kommt mein Halter rein. Den anderen Deflektorstein, den habe ich schon mit aufgewärmt. Den setze ich dann hier auch dazu. Meine Grillroste. Noch eine Sache vergessen, bevor es warm wird. Ich lege mir immer so eine Tropfschale unter. Und dann kommt mein Fleisch schön in die Mitte. Und darf jetzt hier für 2 Stunden schön bei 120 Grad sich ein paar Raucharomen abholen. Alle 20 Minuten schauen wir nach und benetzen das Ganze aber mit Apfelsaft.
Schön von allen Seiten. Zurück am Grill nach 2 Stunden. Der Primo ist konstant durchgelaufen. Die Svenja unterstützt mich jetzt, denn das Ganze wird jetzt einmal eingepackt. Und ab in die Schale. Und den Grill, den machen wir gleich wieder zu, weil den nutzen wir gleich weiter. So, und dann wird die Svenja jetzt mal ihr Päckchen packen. So, und der Milo, der geht jetzt auch schon. Ich habe jetzt hier Apfelsaft und Barbecue-Soße. Und dann gehe ich erstmal mit der Barbecue-Soße rüber. Und dann gehen wir schon mal ein bisschen rüber hier. Da könnt ihr natürlich nehmen, welche euch schmeckt. So, und die Svenja fängt schon mal an, das ein bisschen hoch zu machen, denn wir nehmen auch den Apfelsaft noch ein bisschen als Flüssigkeit dazu. Und dann werden wir das Ganze gleich ein bisschen einpacken. So, und dann am besten auf die Seite nach unten auch ablegen, ne? Genau. Jetzt wird die Svenja das ganze Paket nehmen und dann geht es wieder rein in den Grill. So, und den Deckel wieder zu. Und für uns heißt jetzt 4 Stunden warten. So. Oh, Freunde. So sieht das aus. Ich habe mir hier schon mal eine Schale bereitgestellt, da stellen wir das Ganze gleich rein. Aber jetzt versuchen wir das erstmal unfallfrei hier rauszubekommen. So. Das hat schon mal gut geklappt. Den Grill machen wir wieder zu. Und dann werden wir das gleich einmal auspacken. Ich freue mich so immens, bin so gespannt. Machen wir das mal. Eieiei. Die ganze Flüssigkeit, die lassen wir hier natürlich drin. Ey. Oh, und dann schauen wir mal, ob das geworden ist. Freunde. So geil und so heiß. Uiuiui. Ich nehme mal die Bärenkrallen hier. Und dann mache ich das Ganze mal klein hier. In der Conscious mit dem ganzen Saft. Schaut mal, Freunde, hier sieht man sogar Rauchring. Was wir natürlich nicht haben, das ist so eine schöne Kruste. Die wird eingepackt natürlich nicht so schön knusprig. Aber für die Zeit muss man das halt mal in Kauf nehmen. Und wenn man daraus Burger macht, ist das Ganze auch nicht so schlimm. Ich nehme mir noch ein bisschen von der Bornsoße für den Geschmack, weil an Schlotzigkeit brauchen wir nichts. Die bringt mir nochmal so einen schönen Rauchgeschmack mit. Und so sieht es dann aus. Und dann werden wir mal probieren. Probieren wir das Ganze mal Natur. Boah, super saftig. Super lecker vom Geschmack, richtig klasse. Brauche ich mir hier mal einen Burger mit ein bisschen Coleslaw. Ja, das ist ein fertiger. Falls ihr mal ein schönes Video sehen wollt von mir mit einem guten Coleslaw, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und dann machen wir uns jetzt mal schön was auf den Burger. Und so sieht er aus. Mein Burger mit Pulled Pork im Texas-Style. Boah, Leute, das Pulled Pork mit der Texas-Style-Methode nach 6 Stunden ist richtig lecker. Die einzelnen Fasern sind hier noch gut sichtbar. Der einzige Unterschied ist, dass gegenüber dem normalen Pulled Pork über 12, 13, 14 Stunden das Fett ist noch ein bisschen mehr erkennbar im Mund, ist aber nicht schlimm, finde ich. Und halt die Kruste, wie schon gesagt, aber super lecker, super saftig. Ich muss sagen, das ist saftiger als in der normalen Version. Ja, und das Ganze ist planbar. Wenn ihr einen Grill habt und Bock auf Pulled Pork habt, dann macht das unbedingt mal selber. Ruhig mal in dieser Methode und auch vielleicht mal in der anderen Methode, dann könnt ihr das selber vergleichen. Aber ich muss sagen, absolut geil. Gerade wenn man Gäste bekommt, super timbar.
Zur Barbecue-Soße muss ich mal sagen, schönen Rauchgeschmack, passt sehr gut. Vielen Dank nochmal an die Firma Born, hat mir gut geschmeckt. So, wir werden das Ganze jetzt als Burger essen. Das ist für uns beide aber zu viel. Und Pulled Pork kann man nie genug im Hause haben. Das könnt ihr portionsweise wegvakuumieren, einfrieren und dann nochmal einfach wieder warm machen und zum Burger essen oder wo ihr sonst Lust zu habt. Also das kann man super renaturieren. Und falls euch mein Pulled Pork gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier vorne könnt ihr gerne noch Abonnent vom Kanal werden, das würde mich auch sehr freuen. Und auf der rechten Seite, da blende ich euch nochmal 2 weitere Videos ein, da könnt ihr nahtlos weiter gucken. Ja, und dann sehen wir uns, Freunde, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillkosch-Gerre-Zeit. Ciao! So, und im Haus, da jammern schon alle, weil alle wollen Pulled Pork. Geht los!